Ich und Strawberry haben eine Schreib-Challenge gemacht. Wir mussten eine Geschichte schreiben, in denen folgende 6 Worte drin vorkommen müssen: Vampir, Apfelsaft, Meerschweinchen, Ukulele, Kugelschreiber und Grashüpfer. Typ der Geschichte: freie Arbeit, One-Shot, FSK-Rating 6. Genre: Trash. Autor: Strawberry. Gelesen von Lilith Phoenix. Vampire sind böse, trinken Blut und manipulieren Frauen, um sie sich gefügig zu machen. Vampire sind erhaben, arrogant und hochnäsig. Vampire sind das Grauen der Nacht und heulen mit den Wölfen zusammen den Mond an. Ein Freundschaftsbeweis der Werwölfe, mit denen sie vor Jahren einen Friedensvertrag geschlossen hatten. Andersherum haben die Werwölfe einen Campingverein im Wald gegründet, wo jeden Sommer die Vampire sich nachts an den Campern vergreifen können. Vampire sind stets hochgeachtet und legen viel Wert auf ihr Image. So aber nicht der jüngste Sohn der ältesten Vampirfamilie. Entspannt liegt er am Strand in der Karibik, trägt eine Sonnenbrille und schlürft Apfelsaft aus einer Kokosnuss. Bei seiner Entstehung hat sein Onkel ihn nicht ganz beißen können, weshalb er nur ein Loch am Hals anstatt 2 hat. Daher kann er am Strand mit der knallenden Sonne liegen und ist nicht auf das Blut angewiesen. Er hat noch immer menschliche Vorteile. Sein Haar ist rabenschwarz und seine Haut leichenblass. Er streckt sich genüsslich und vergrub seine Zähne im Sand. Ach, ist das nicht schön? Diese Wärme, dieses Wellenrauschen, einfach ein Paradies, murmelt der Vampir entspannt und schob seine Brille hoch, um auf seinen Begleiter neben sich zu schielen. Ein Grashüpfer liegt auf einem ihm passenden Handtuch. Der Vampir fing an zu grinsen, wobei seine spitzen Eckzähne hervorblitzen, als hätte der Grashüpfer etwas gesagt, was ihn amüsiert. Ach, red keinen Blödsinn. Meine Familie liebt mich. Ich mein, guck mich an. Sehe ich so aus, als ob man sich für mich schämen müsste? Der Vampir trägt eine große Sonnenbrille, eine Badehose mit fliegenden Schweinen, welche gleichzeitig eine Harfe spielen, in der Hand eine Kokosnuss mit Apfelsaft, einen Anglerhut und auf seiner Nase ein fetter Klecks Sonnencreme. Der Grashüpfer sieht dem Vampir nur stumm in die Augen, als ob er sich selber die Frage beantworten könne. Der Vampir ließ die Arme wieder sinken und zog grummelnd an seinem geflochtenen Strohhalm. Ach, die sind doch nur neidisch, dass sie tagsüber in Särgen schlafen müssen, während ich am Strand liegen kann. Wir haben schon ein geiles Leben, keine Sorgen, keine Probleme und weit und breit nichts, wovor man sich fürchten muss. Meerschweinchen! Ein schwarzes, flauschiges, süßes Meerschweinchen stand wie aus dem Nichts neben seinem Gesicht und blickte ihn mit seinen großen, knopfartigen schwarzen Augen an. Der Vampir springt wie von der Hummel gestochen auf, packt seinem Begleiter den Grashüpfer, seine Ukulele, die an einer Palme gelehnt steht, und rennt schreiend davon. Die größte Schwäche der Vampire sind niedliche Dinge. Ganz besonders gefährlich sind da Kitten, Babypinguine und Meerschweinchen. Mitten tief im Dschungel bleibt der Vampir endlich stehen und blickt sich paranoid um. Ist es weg? Haben wir es abgehängt? Nachdem sich der Vampir vergewissert hat, atmet er durch. Sowas Niedliches, sagt er kopfschüttelnd und öffnet seine Hand, in der er immer noch den Grashüpfer hält. Vom Grashüpfer ist nicht mehr viel übrig, eher eine inzwischen schleimig grüne Masse. Ja, du hast recht. Das war ganz schön knapp. Aber jetzt sind wir in Sicherheit. Wir sollten uns eine Bleibe für heute Nacht suchen. Vielleicht nächtigen wir wieder auf einem Baum. Dann treffen wir möglicherweise deinen Kumpel, die Spinne. Ich finde es toll, dass du gestern mit der Spinne gespielt hast. Auch wenn es sich anfangs etwas Überwindung gekostet hat. Du hast vielleicht gezappelt, Mensch. Aber dann bist du ganz ruhig geworden. Manchmal muss man dich einfach zu deinem Glück zwingen, sagt der Vampir lächelnd und setzt sich die Überreste seines Begleiters auf die Schulter, um anschließend seine Ukulele zwischen die Zähne zu nehmen, sodass er den Baum hochklettern kann. Oben angekommen, lehnt er sein selbstgebautes Instrument gegen einen Ast und holt aus seiner Hosentasche einen Kugelschreiber heraus, mit dem er sich seine Ohren säubert. Ich kann gar nicht nachvollziehen, warum meine Eltern denken, ich wäre bekloppt.
Ich kann Sie ja mal fragen, wenn Sie von Ihrem Ausflug zurück sind, sagte der Vampir lächelnd und riss mit seinem Kugelschreiber eine der weiteren vielen Kerben in das Holz, welche die vergangenen Tage symbolisieren.